Hallo meine Lieben, ich möchte euch ein frohes neues Jahr wünschen und begrüße euch zu einem neuen Video-Tutorial. Und zwar geht es heute um diese Bindung, die ich hier in so einem Büchlein verbaut habe. Und zwar nennt sich das Blizzard Book Binding und wurde entwickelt von Hedi Keil. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Sache. Da kann man ja kleine Kärtchen, vielleicht kann man sogar diese Gutscheinkarten reinbauen. Das weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht probiert. Auf jeden Fall ist es eine süße Sache. Hier sind überall diese Einsteckfächer. Ja, und wie das geht, hier, das war mal mein Prototyp. Wie das geht, das möchte ich euch gerne zeigen. Und zwar brauchen wir dafür zwei Bögen DIN A4 Papier. Gerne ein etwas dünneres Papier. Dann klappt das mit der mit der Falterei besser. Also das kürzen wir uns erstmal auf 20, also beide. Weil wir brauchen ein Papiermaß von 20 mal 45. Ich zeige euch das jetzt mal, wie ich das gemacht habe. Sonst müsst ihr euch das umrechnen oder vielleicht habt ihr ja auch ein größeres Papier. Dann könnt ihr das natürlich gerne nehmen. So, also 2 mal auf 20 gekürzt. Dann werden wir uns die zusammenkleben. Das kennen wir ja schon. Übrigens, wenn hier solche kleinen Fissel dran sind, dann kann man das immer ganz gut mal mit einer Feile drüber gehen. Wenn das Messer nicht mehr ganz so gut ist, dann geht man da einfach mal mit der Feile drüber und dann wird das wieder schön glatt. Also handelsüblich, ne? So eine Nagelfeile. Da muss man nicht extra so ein... Gibt es ja auch solche Teilchen, die man kaufen kann, aber mit einer Nagelfeile geht das genauso gut. Ich nehme jetzt hier wieder mein doppelseitiges Klebeband, Stärke 0,3. Es wird im Prinzip gerechnet, wie ich euch das im letzten Video gezeigt habe. Na, ihr klebt euch beide DIN A4 Seiten zusammen. Das sind dann 29,7, das sind dann 59,8, wenn mich nicht alles täuscht. Nagelt mich nicht fest. Und dann wird die Breite des Klebebands abgezogen. Und natürlich auch die 45 cm, die wir jetzt brauchen. Und der Rest wird abgeschnitten. Also ich klebe mir das jetzt hier zusammen. Das ist manchmal so ein bisschen fisselig. So. Dann kann man da noch mal mit dem Falzbein drüber gehen. Jetzt habe ich es nicht ganz genau getroffen. Aber wir machen mal weiter. Weil jetzt der Papierschneider nicht lang genug ist, habe ich mir das natürlich ausgerechnet und kürze das jetzt, das Ganze auf 14 cm. Und habe damit eine Länge von 45. Jetzt falten wir uns das in 8 Teile. Das kann man natürlich mit dem Papierschneider machen, also man kann das falzen, aber bei 45 wird das so eine krumme Zahl, deshalb zeige ich euch mal, wie man das so faltet. Also einmal in der Mitte
Dann drehen wir uns das um, dass die geschlossene Seite nach oben zeigt und falten die untere Seite auf die obere Kante. Wir drehen das Ganze um und machen das hier auch. Dann hat man nämlich auch gleich die Berg- und Talfalten, die man braucht. Schön glatt ziehen. Jetzt nehmen wir uns das auseinander, dann sollte das so aussehen. Dann falte ich mir die mittlere Seite in die andere Richtung, sodass hier jetzt der Berg steht. Und den falte ich mir jetzt auf die obere Kante. Dann drehe ich mir das um, auch dass ich hier wieder den Berg sehe und falte auch den, das macht das Papier ganz gut mit, falte auch den auf die obere Kante. Mal ein Falzbein drüber gehen. Und jetzt die letzten, die noch übrig sind, werden jetzt auch nach oben gefalzt. Nochmal umdrehen. Und beim letzten ebenso. So, dann legen wir uns das so hin, dass hier die einzelnen Enden nach oben zeigen. Nehmen das so zusammen und legen uns das so hin. Dann werden hier diese Ecken zur Mitte hin gefalzt. Und diese ebenso. Und natürlich, wenn das Papier ein bisschen dicker ist, also je dicker, desto schwerer ist das natürlich. Ich habe festgestellt, dass wenn ich das nicht ganz genau auf die Mitte falte, ergibt das hinterher ein schöneres Ergebnis bei den Taschen. Also hier diese Mittelfalz, die lasse ich immer frei. Dann falte ich die wieder auf und lege das Papier um und falte die in die andere Richtung. Und jetzt auch wieder die beiden nächsten zur Mitte falten. Wieder öffnen, die Seite umlegen und wieder zur anderen Seite falzen. Wieder die andere Seite zur Mitte hin falzen. Das kann jetzt ein bisschen schwer gehen, noch schwerer, weil wir ja jetzt hier die Seite angeklebt haben. Aber wenn man ein relativ dünnes Papier nimmt, dann geht das. Dann wieder hier festhalten, öffnen und zur anderen Seite umlegen. Und jetzt noch die letzten. Zur Mitte hin falzen. Und dann kriegen wir hier so ein Gebilde. So, jetzt machen wir diese Falten hier wieder auf. So, nehmen uns jetzt das Papier so zur Hand und knicken diese jetzt nach innen rein. Das geht ganz gut, weil wir die ja vorher zu beiden Seiten gefalzt haben, machen die das jetzt ganz gut mit.
So, dann sind das hier wie so Taschen, aber wir sind noch nicht fertig. Wir legen uns das jetzt wieder so hin, dass die beiden, die wir nach innen gefalzt haben, jetzt hier auf der Seite zu sehen sind und falzen die jetzt von beiden Seiten zur Mitte hin. Und ihr seht, es entstehen diese Täschchen. Dann legen wir das um. So. Und machen das jetzt mit allen anderen ebenso. Und wieder umlegen. Das ist mir jetzt nicht so gut geglückt, aber wenn ihr schön genau faltet, dann haut das auch hin. Das ist auch nicht so schlimm, das kann man hinterher auch schön im Buch so ein bisschen verstecken. So, und damit ist das fertig. Ich habe das jetzt zweimal gemacht, also dann kann man hier diese Seiten, dann guckt man, wo es am besten passt. Das wird nie so ganz gleichmäßig. Die klebt man dann aneinander und dann hat man hier wie so eine Art Stern. Und das habe ich dann hier in dieses Büchlein eingebunden. Also ich habe das zweimal gemacht, was ich euch gerade gezeigt habe. Zweimal gemacht. Dann habe ich die zusammengeklebt und hier in dieses Büchlein eingebunden, in diesen Rahmen. Habe mir hier noch so eine kleine Tassel gemacht. Ich fand, das sah ganz süß aus. Ja, wenn ich euch zeigen soll, wie man so einen Umschlag macht, so einen Bücherumschlag, auch wie für diese hier vom letzten Mal, das war ja diese Bindung, die wir da gemacht haben. Das hatte ich ja auch in so ein Büchlein eingebunden. Wenn ich euch das zeigen soll, schreibt mir das doch mal kurz in die Kommentare und dann werde ich euch das noch zeigen. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen, diese kleine, schnelle Bindung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben und ein Abo schenkt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.